Vergiss mal, für einen Moment Cognac und vergiss Armagnac. Wir gehen heute nach Bella Italia. 20 Jahre Reifung in der Limousin-Eiche und ein Finish in einem unfassbar intensiven Vinsanto-Fass. Wir testen heute den Villazzari aus 2005. Viel Spaß und Wahrheit im Glas-Modus an! Hallo und willkommen zur Jagd nach der Wahrheit im Glas. Leute, dieser Tropfen ist ein echter Insider. Villazzari aus Bologna, die machen ihren Brandy genauso wie die großen Jungs in der Charente. Sie verwenden Trebbiano-Trauben und machen die Destillation auch in der Kupferalambik. Und natürlich werfen wir auch noch kurz einen Blick auf die Zahlen und Fakten. Und das Highlight jetzt heute bei diesem Brandy, er durfte in der Limousin-Eiche reifen und es fand eine zusätzliche Nachreifung in einem Vinsanto-Fass statt. Vinsanto ist ein sehr süßer Wein aus Italien, also dort eine wirkliche Spezialität. Und das Ganze kommt nicht verwässert, sondern mit massiven 49% Volumenalkohol daher. Ab ins Tasting. Und immer wenn ein Sample oder was von Villazzari auf dem Tisch steht, bin ich immer voller Vorfreude, denn ich weiß einfach, wie gut die Brandy von der Villazzari sind. Das ist wirklich Qualität, die sich hier messen kann mit Cognac und Armagnac auf jeden Fall. Und wir fangen hier mal an mit dem ersten Blick auf die Farbe. Schöner Bernsteinton. Ja, es ist tatsächlich jetzt nicht zu dunkel, aber es hat dennoch, also man sieht einfach, dass der Brandy Kontakt mit dem Fass hatte. Da ist auf jeden Fall was rübergekommen jetzt über diesen Zeitraum. Und jetzt fangen wir mal an mit dem Riechen und den ersten Aromen in der Nase. Ja, schöner Karamell ist da, ein richtig intensiver Schwall Karamell, aber auch gleichzeitig richtig schöne Haselnussnoten sind drin, aber auch Akazienhonig, also rein in die Nase schon sehr süß. Der Vinsanto kommt immer wieder mal durch und ja, ich muss auch sagen, ich bin ein riesen Fan vom Vinsanto. Das ist einfach ein ganz, ganz toller Süßwein. Schmeckt mir unglaublich gut. Ja, auch Rosinen kommen durch, der Zimt ist da. Also ich würde es vielleicht gerne so beschreiben, dass man sagt, man hat diese eine Schicht, dieser Süßes mit den Rosinen, dem Karamell, ja, auch dieser Honig, wo da ist. Und dann kommt so ein bisschen der Zimt dazu, richtig schöne Würzigkeit. Aber das ist so, ja, so zweigeschichtet so ein bisschen und das macht es unglaublich interessant und natürlich wahnsinnig komplex, die Nase. Ja, und ihr seht, es ist nicht viel mehr übrig vom Brandy. Das probieren wir jetzt mal noch und wir verkosten. Salut! Sehr schön, wunderbar. Auf dem Niveau geht es weiter. Wieder ein richtig schöner Villazzari, immer wieder. Ja. Was auch sonst, richtig toll im Geschmack. Ist es dann ein bisschen würziger wie in die Nase. Also das Holz kommt hier definitiv mehr durch. Die Würzigkeit vom Holz kommt hier richtig toll durch jetzt. Und dann ist es von den Aromen sehr, sehr ähnlich zur Nase. Ihr habt die Rosinen, ihr habt den Akazienhonig wieder drin. Ihr habt auch wieder den Zimt ein bisschen drin. Ja, es ist dann vielleicht im Geschmack vielleicht noch so ein bisschen was wie so eine Milchschokolade, die noch dazu kommt. Toll, sehr interessant und einfach dieses prickelnde Gefühl. Ja, auch sogar so eine gewisse ölige Textur ist im Geschmack spürbar. Richtig schön gemacht. Also der Brandy geht auch dann wunderschön auch in den Abgang über. Auch hier bleibt die Würzigkeit vom Fass da. Diese Aromen setzen sich wirklich an den Backen hier fest. Dadurch auch ein sehr langer Abgang. Hier ist es für mich so eine Karamell-Nougat-Mischung. Ja, die weißen Mandeln sind da. Ihr habt aber auch so ein bisschen diese arabische Kaffeenote drin. Die Datteln kommen dazu. Ein bisschen was von Nelken. Und sogar, meine ich jetzt, vielleicht ganz weit entfernt so ein bisschen was wie so Rosenblüten gefunden zu haben im Abgang. Toll. Unglaublich viel drin in dem Brandy. Also wirklich Chapeau, Villazzari, mal wieder eine traumhafte Abfüllung. Und den letzten Schluck werden wir gleich noch gemeinsam im Outro genießen. Ja, ein tolles Experiment, muss man sich auch immer wieder trauen, das Ganze mit einem Finish zu versehen. Ihr wisst ja, bei Armagnac tue ich mir immer, zum Beispiel gerade speziell Armagnac, tue ich mir immer sehr schwer mit solchen Finishes, aber hier finde ich es auch super. Also auch den Masala-Finish, welchen wir mal hatten, das war ja ein Bomben-Brandy, richtig toll und auch hier finde ich es irgendwie super schön gelungen. Es sind so spannende Abfüllungen durchweg, tolle Abfüllungen und bevor wir gleich noch auf die Punkte schauen, noch ein kleiner Hinweis, falls ihr euch für Villazzari interessiert. Schaut mal gerne beim Rumdepot vorbei auf der Website. Dort könnt ihr so ein kleines Testpaket bestellen. Das war jetzt vor kurzem, gab es da ein Tasting, ein Facebook-YouTube-Tasting,
über die verschiedenen Abfüllungen und das habe ich mir jetzt auch bestellt und das sind allerdings nur 20 oder 2 CL Fläschchen, die man dort erwerben kann dann pro Abfüllung, aber es reicht ja, um einen Eindruck zu bekommen von der Abfüllung, ist das was mir gefällt und dann kann man auch bei Room Depot die Großflaschen bestellen. Also auch dieser ist noch verfügbar zum Zeitpunkt, wo ich das Review jetzt hier mache. Schaut da wie gesagt gern beim Room Depot mal vorbei. Ich glaube auch sonst gibt es groß keinen jetzt, also zumindest mal in Deutschland, wo ich weiß, wer jetzt Villazari verkauft. Da ist nicht viel auf dem Markt. Ich glaube, der Weinrieger hat noch was im Angebot, als man hier immer wieder gehabt. Also ja, schaut da gerne mal vorbei bei denen. Und ja, tolles Experiment, super süße Noten, die Würzigkeit ist da. Es ist dadurch eine wahnsinnige Komplexität durch dieses Finish einfach geworden und mir gefällt er sehr gut. Klar, man muss vielleicht schon ein bisschen diesen süßen Brandy mögen, also man darf jetzt nicht hier zu viel Fass, zu viel Holz, zu viel trockene Aromen erwarten. Nee, der ist schon eher auf der etwas süßeren Seite, aber ich bin auch dann mal ein Süßer und mir hat es unglaublich gut gefallen. Wir schauen auf die Punkte. Wir haben ganz einfach durchweg 23 Punkte für den Brandy und somit ein wunderschönes Ergebnis von 92 Punkten. Ganz tolle Abfüllung mal wieder geworden und wie gesagt, ich bin mal noch sehr gespannt auf das Speed Tasting demnächst von Villazari. Schaut da unbedingt dann auch gerne rein und es ist einfach wieder toll, hier die Erwartung bestätigt zu bekommen und einfach diese durchweg tolle Qualität bei Villazari zu riechen, zu schmecken. Einfach ganz toll. Ich sage herzlichen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Review. Macht's gut. Cheers.